fahre mit meinem Wohnmobil in die Türkei. Ganz ehrlich, man muss schon ziemlich optimistisch sein, um sich mit so einer alten Schüssel allein auf Reisen zu begeben. Und das bin ich allemal. Ich meine, was soll passieren? Ich bin gerade im Transitbereich Griechenland-Türkei und sitze gerade hier aus dem dümmsten Grund ever fest. Hier ist so ein Typ, der so um mein Auto läuft. Jetzt gerade ist er wieder davor gelaufen und so klopft bei mir die ganze Zeit. Mein erster Weg in der Türkei geht jetzt also ins Krankenhaus. Warum auch nicht? Also ganz genau habe ich jetzt nicht verstanden, was ich jetzt hier gespritzt bekomme, aber irgendwas passiert gleich. Bisschen staubig. Aber die Geschichte beginnt erstmal in Griechenland. Mein Wohnmobil hat jetzt brav ein halbes Jahr auf einem Parkplatz in Thessaloniki auf mich gewartet, bis es jetzt endlich losgeht. Ich merke gerade, wie unfassbar viel Schwachsinn ich dabei habe, wie zum Beispiel diese 10 Meter Schlauch. Das ist mein Lieblingsstiefel. Muss mal gucken, ob der hier liegt. Mich hindert gerade noch die Abwesenheit meines Stiefels an der Weiterfahrt. Ein Stiefel habe ich, der andere fehlt. Ist gar nicht so ohne mit dem Stiefel, weil ich in diesem Stiefel meinen Autoschlüssel lagere. Werde ich jetzt nicht mehr machen, aber wenn ich halt so weggehe, denke ich mir immer, naja, wäre blöd, wenn ich den Schlüssel verliere. Und deswegen lasse ich den dann am Auto in meinem Stiefel. Ja, habe ich jetzt selber gemerkt, dass das blöd ist. Ich habe den Schlüssel schon wieder gefunden. Recht schnell, da bin ich auch sehr dankbar darüber. Nur der Stiefel fehlt weiterhin. Den hat wahrscheinlich der Hund geklaut. Und ich liebe halt diese Stiefel. Also diese Stiefel sind für mich einfach so schön, toll, Lebensgefühl. Ach, ich hoffe, ich finde den wieder. Manchmal habe ich mehr Glück als Verstand. Wäre der Stiefel am Tag zuvor verschleppt worden, als ich erst am Abend aus der Stadt zurückkam und der Schlüssel wäre nicht wieder so einfach aufgetaucht, hätte ich einfach vor meinem Wohnmobil übernachten müssen. Bevor ich gefahren bin, hatte ich eigentlich alles gewaschen, aber ich habe nicht bedacht, dass es hier extrem reinstaubt. Also war alles staubig, als ich vor 2 Tagen hier ankam. Deswegen habe ich erstmal alles gewaschen und neu bezogen. Und jetzt ist alles trocken und ich bin ja fast bereit für die Weiterfahrt. Ich werde jetzt nach 6 Monaten den ersten Meter mit meinem Wohnmobil fahren. Ich bin aufgeregt. Erstmal nur zum Wasser auffüllen, aber immerhin. Wenn man alleine Wasser auffüllt, ist das Einzige, was man tun kann, das Ganze fest zu gaffern, sonst geht das sehr daneben. Ich kann nicht mehr, es haben jetzt einfach so viele Personen mit mir nach diesem Stiefel gesucht. Weil irgendwie so jeder wusste Bescheid. So 6 Personen waren involviert in diese Suche. Inklusive noch ein halber Nachbarschaftsstreit. Ich fahre jetzt ohne den zweiten Stiefel. Ich bin sehr, sehr traurig deswegen. Weil, ja, die Stiefel sind für mich sehr hilfreich, weil die so schwer sind. Kann ich damit gut Auto fahren, weil meine Pedalen ja so schwergängig sind. Aber wie gesagt, das Beste, oder die Hauptsache ist, dass ich meinen Autoschlüssel habe. So, es hätte echt schief gehen können, wenn der Autoschlüssel da irgendwie jetzt verschollen gewesen wäre. Eine Sache, die ich noch vor der Einreise in die Türkei machen möchte, ist meine deutsche Gasflasche zu tauschen. Das geht in Griechenland noch verhältnismäßig unkompliziert. Mir hat ein Hund einen Stiefel geklaut. Wirklich? Ja. Ein Filzstiefel, jetzt habt ihr noch einen. Hi! Do you have German gas bottle? Yes, park here. Okay. And go to info. So, also die ist voll. Ah, guck mal, Thomas, jetzt muss ich hier doch... Nee, da habe ich jetzt gar keine Lust, das zu machen. Brauchst du auch nicht, das macht er. Das du machst macht das er. hier nur für das Foto. Achso, ja, wir machen gerade ein Fake-Video, weil Thomas meint, dass die das eh für mich jetzt machen. Deswegen eigentlich kann ich gar nichts zeigen. Die ist leer, die ist voll und jetzt holen wir jemanden, der das wechselt. Es hat nicht geklappt. Anscheinend bekommt nur Thomas die getauscht von denen. Ich muss es selber machen.
Ist auch eine mannbare Frau. Ich bin eine mannbare Frau. Aber das ist die volle. Oh, shit. Das ist die leere. Escape. We've been disengaged. We untangled our fate. I gave it all. Guess I left it at your place. Es ist total still hier. Ich stehe jetzt hier schon mit meinem Auto bestimmt 20 Minuten mitten auf diesem Damm oder Deich, ich weiß gar nicht so genau. Also hier rechts und links sind eben diese Seen und hier in der Mitte ist diese Straße. Ich glaube, ich mache jetzt Hula Hoop. Da habe ich richtig Lust zu essen. Es gibt keine schönere Umgebung. Ich muss nur gucken, dass ich den Reifen nicht versenke. I know you see it, girl. It's everywhere this little girl goes. She pick up another obstacle. Battery low. Please charge now. Now she's far away. Ich liebe gerade diesen Tapetenwechsel so sehr von ja, einem halben Jahr halt eher so mit mir beschäftigen und Haus im Wald und doch auch viel allein sein, hin zu jetzt irgendwie jeden Morgen irgendwo anders aufwachen, neue Leute kennenlernen. Wäre ich nicht so naiv, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, so mit dem Auto jetzt hier in die Türkei zu fahren. Niemals, niemals. Und bedeutet auch nicht, dass ich keine Angst davor habe oder das irgendwie alles so auf die leichte Schulter nehme, aber ich weiß, es wird gut. Ich weiß nicht, ich bin da immer so zwiegespalten, weil es passiert ja irgendwie so viel Schlechtes auf der Welt und trotzdem lebe ich so für mich in der Grundannahme, dass schon alles gut wird. Also davon bin ich irgendwie wirklich so von tiefstem Herzen auch überzeugt, dass alles gut wird. Aber dann stellt sich mir die Frage, wie lässt sich denn das jetzt wieder vereinen mit dem ganzen Unheil auf der Welt? Also das ist jetzt eine größere Fragestellung, aber es bringt mir ja nichts zu denken, es wird nicht alles gut. Deswegen denke ich weiterhin, dass alles gut wird, weil, wie gesagt, alles andere bringt ja gar nichts. Ja, ist schon verwunderlich, dieses Leben irgendwie, ne? When day blows me away, as soon as I turn, you've gone astray. Strangers, they've come again. So here I am, pretending it's okay. Clouds have already formed, that's all you. Es ist schon fast ein bisschen spät für einen Matcha, aber ich habe heute noch einen langen Abend vor mir, weil ich will heute noch die Grenze zur Türkei überqueren. Es ist jetzt gerade 5:30 und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil jetzt gerade ist sicherlich Feierabendverkehr an der Grenze. Und ich habe gerade noch so ein paar Sachen erledigt, die ich vor dem Grenzübertritt erledigt haben wollte. Eine Sache fehlt noch, und zwar möchte ich noch meine eSIM aktivieren. Ich nutze da eine eSIM von Saily. Ich liebe eSIMs. Ich verwende die sehr, sehr gerne. Ich habe die in Japan verwendet, in Albanien und auch letztes Mal, als ich in der Türkei war. Es ist einfach unfassbar praktisch, weil ich direkt nach Grenzübertritt lossurfen kann und eben auch meine Familie Bescheid geben kann. Gerade wenn ich jetzt hier nachts über die Grenze fahre, möchte ich einfach auch direkt erreichbar sein. Jeder, der schon mal im Internet eine eSIM gekauft hat, weiß, dass es da auch ziemlich viele sketchy Anbieter gibt. Und das Schöne an Saily ist eben, dass es vom selben Anbieter wie von NordVPN ist. Also halt ein sehr vertrauenswürdiges Unternehmen. Praktisch ist, dass du bei Saily alles in einer App hast. Du kannst über diese App für jedes erdenkliche Land eine eSIM buchen und dann auch direkt alles am Handy aktivieren. Das Ganze ist wirklich kinderleicht, trotzdem gibt es aber auch den Kundensupport, also falls irgendwas mal nicht funktionieren sollte, kannst du dich da wirklich 24 Stunden am Tag hinwenden. Falls du demnächst im Ausland bist und mehr Datenvolumen gebrauchen kannst, dann schau gerne bei Saily vorbei. Alle Infos findest du in der Infobox oder du gehst direkt auf saily.com/rosagold und da kannst du auch noch 15% sparen. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei deiner nächsten Reise.
gerade im Transitbereich Griechenland, Türkei und sitze gerade hier aus dem dümmsten Grund ever fest. Ich wurde von einem Hund gebissen und das Ding ist, ich steige normal nie aus in solchen Transitzonen, aber ich sollte einer Freundin Zigaretten kaufen. Sind teure Zigaretten, Marina, weil mich hat einfach ein Hund gebissen. Also das ist irgendwie sehr unangenehm, ist auch noch mein Fahrbein. Ich bin in der Türkei, aber nicht ohne Blessuren. Die hatten dort zum Glück so eine Arztstation. Ich war dann in dieser Notstelle auf der Grenze. Also kannst du echt keinem erzählen. Jetzt muss ich morgen ins Krankenhaus, um mir eine Tetanusspritze zu holen. Weil sie meinte, das wäre ganz gut, noch zusätzlich irgendwie als Sicherheit, weil es halt ein Straßenhund war. Es bleibt halt nichts aus. Aber das Schöne ist, ich bin gerade am Anfang dieser Reise und gerade wird alles noch so mit Humor genommen irgendwie. Gerade ist alles gar nicht so schlimm. Ich kann mir vorstellen, passiert mir das so an so einem schlechten Moment auf so einer Reise, denkst du dir wirklich, boah, ich soll nach Hause fahren. Aber gerade denke ich mir so, nein, nein, das passt schon alles noch. Ist alles noch im Rahmen, ist noch nicht lebensgefährlich, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da sind einfach 2 Esel. Die Nacht war voll der Fiebertraum. Die ganze Zeit haben die Hunde diese Esel gejagt. Ich dachte mir, in welchem Film bin ich denn jetzt? Ist auch lustig, dass ich jetzt gerade hier so spontan noch ein Video aufnehme, weil eigentlich sollte ich jetzt mal hier wegfahren. Hier ist nämlich so ein Typ, das ist mir noch nie passiert, wirklich noch nie. Hier ist so ein Typ, der so um mein Auto läuft. Jetzt gerade ist er wieder davor gelaufen und so klopft bei mir die ganze Zeit und irgendwie so macht. Ich check's irgendwie nicht. Ich habe eigentlich so leicht Puls, einfach seit 24 Stunden habe ich einfach leicht Puls, weil ich mir so denke, was passiert als nächstes? Was Gutes oder was Schlechtes? Mein erster Weg in der Türkei geht jetzt also ins Krankenhaus. Warum auch nicht? Cool, jetzt fährt der Typ mir mit seinem Roller hinterher. Habe ich richtig Bock drauf. Großartig. Oh mein Gott, das hat er jetzt nicht, das hat er nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt ist zu viel, das ist zu viel. Alter, ich fass das nicht. Jetzt hat er mir... Der hat gerade seine Hose runtergelassen. Ey, ein Idiot. Ey, was sind das? I love to be a woman. Weißt du, ein Hund beißt mich und ich habe jetzt Angst vor Hunden. Ein Mann fällt sich daneben und man hat Angst vor Männern. Aber ich mache da nicht mit, Freunde. Ich mache da nicht mit bei so einem Scheiß, sage ich euch gleich. Ich habe jetzt hier einen kurzen Text geschrieben in den Übersetzer. Ich weiß ja nicht, ob die Englisch können, deswegen dachte ich mir, ich bereite das mal schon auf Türkisch vor. Werde jetzt da reingehen und mein Glück probieren. Das ist hier ein ziemlich großes Krankenhaus, ich denke schon. Dass die mir zumindest sagen können, wo ich das bekomme, selbst wenn sie es jetzt hier nicht machen. Bin ich aufgeregt? Eigentlich nicht, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, mich schockt jetzt nichts mehr. Mein Gott. Also ganz genau habe ich jetzt nicht verstanden, was ich jetzt hier gespritzt bekomme, aber irgendwas passiert gleich. Ich habe jetzt einen türkischen Impfpass, ich glaube es nicht. Also so wie ich es verstanden habe, haben die mir jetzt Tetanus und Tollwut geimpft. Habe ich das gar nicht gewusst. Vielen Dank. Ja, für die Apotheke. Für die Apotheke. Ja, alles gut. Danke dir, vielen Dank, tschüss. Ja, sie haben tatsächlich, sie haben noch mehr für die Apotheke was gegeben. Sie haben mir tatsächlich eine deutschsprachige Frau auch aufgetrieben für mich. Eine deutschsprachige Krankenschwester, unglaublich. Ich weiß, dass es irgendwie so wirkt, als hätte ich auch echt viel Pech, aber ihr wisst nicht, wie viel Glück ich habe. Ich habe jeden einzelnen Tag so unfassbar viel Glück. Alleine heute, klar, sind Sachen passiert, die waren irgendwie blöd. Aber zum Beispiel bin ich losgefahren und mein Fenster oben war offen, dieses hier. Das hätte abfallen können. Ich bin 40, 50 Kilometer gefahren mit offenem Fenster hier oben. Die Dinger, die fallen echt super leicht ab während der Fahrt. Das ist mir schon mal passiert. Es hat gehalten, because I'm a lucky girl. Jetzt hier im Krankenhaus, deutschsprachige Krankenschwester, I'm a lucky girl. Und alleine auch, man konnte dort nur mit Bar bezahlen. Und ich habe gar keine Lira eigentlich. Aber Marina, meine Freundin, für die ich auch die Zigaretten gekauft habe, hat mir Bargeld, hat mir Lira mitgegeben. Hätte ich diese Lira nicht gehabt, hätte ich jetzt gerade hier gar nicht bezahlen können. Hätte ich erstmal irgendwo noch einen Geldautomaten auftreiben müssen. Wäre blöd gewesen. So, weißt du, so kleine Sachen, die einfach so lucky sind. Also, ich bin
mit sehr viel Glück gesegnet. Und das macht mich auch weiterhin, stimmt mich das sehr positiv und bekräftigt mich, hier diese Reise fortzusetzen. Anders wäre es aber auch nicht möglich, sage ich euch ehrlich. Hi! Diesel? Diesel? Ja. No, mein Tank ist nicht abgeschlossen. Warum auch? Was soll passieren? So. Jetzt noch Reifen aufpumpen und dann habe ich wirklich hier auch einiges geschafft. Danke dir. Ich glaube, der hat das sogar für mich. Ah, okay. Ich hatte offiziell meinen ersten türkischen Chai. Er hat dann natürlich noch seine Schwägerin angerufen, damit die Schwägerin auch mit der deutschen Frau im Wohnmobil mal sprechen kann. Haben natürlich alle gar nicht wieder eine Sprache gesprochen. Aber egal, dabei sein ist alles. Ach Mensch, Menschen sind gut, meistens jedenfalls. So. Ich bin in Istanbul, voll crazy. Ich dachte immer, nach Istanbul, da kann man doch fliegen, da fährt man doch nicht mit seinem Auto hin. Ja, tja. Jetzt bin ich da mit meinem Auto hingefahren, läuft. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu einem Geburtstag. Von einer Person, die ich gar nicht kenne. Aber ich wurde eingeladen, deswegen dachte ich mir, warum nicht? Ich bin jetzt zum 3. Mal in der Türkei und bin wirklich jedes Mal überwältigt über diese Gastfreundschaft. Die Leute sind einfach so unfassbar aufmerksam und hilfsbereit, funktioniert aber nur, wenn man sich dann auch darauf einlässt und den Leuten offen begegnet. Nein, das sollst du doch nicht machen. Ach komm. Gute Nacht. Bis morgen. Istanbul ist ja die Stadt der Katzen. Was machst denn du in meinem Bett? Hm? Glückskatze sogar. Bringst du mir Glück für meine Zeit hier? Ich habe so Lust drauf, in die Türkei einzutauchen. Ich merke jetzt schon, dass es anders ist als meine bisherigen Reisen mit dem Wohnmobil, weil es einfach noch mal weiter weg ist von meiner Kultur und ich jetzt noch mal mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn da so ein blondes Mädchen in einer quietschenden Schüssel angefahren kommt und behauptet, sie wäre damit aus Deutschland hierher gefahren. Ich kann es ja selber auch manchmal kaum glauben und deshalb ist es auch ganz gut, so ein bisschen naiv zu sein und nicht so viel nachzudenken, sondern zu machen, sonst macht man es nämlich gar nicht und das wäre wirklich schade.